Und nun zum Programmpunkt Sunday Morning Future. Das hier ist wirklich nicht zu glauben. Herr Kongressabgeordneter, ich möchte nun damit fortfahren, darüber zu sprechen, worüber Sie diese Woche informiert wurden. Das, was der Direktor des Nationalen Geheimdienstes, John Ratcliffe, diese Woche freigegeben hat, ist wirklich wichtig. Eine Sensationsnachricht, die dadurch zustande kam, dass Ratcliffe, der Geheimdienstunterlagen zum Freigeben durchsah, einen Brief an Lindsey Graham schickte. Sie sind ein Mitglied der 8-köpfigen Gruppe innerhalb des Kongresses, die unmittelbar über neue Geheimdienstinformationen informiert wird. Sie wurden also von der Exekutive über die Sache informiert und diese Informationen wurden Ihnen diese Woche mitgeteilt. Lassen Sie uns nun also darüber sprechen. Also hier haben wir den Brief an den Vorsitzenden Graham und was wir hier erfahren ist, dass am 7. September 2016 US-Geheimdienstbeamte einen investigativen Bericht an FBI-Direktor Jim Comey und Peter Strzok bezüglich der US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton weiterleiteten, die einen Kampagnenplan bezüglich des US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump genehmigte, um ihn mit russischen Hackern in Verbindung zu bringen, welche angeblich die US-Wahlen beeinflussen wollten. Dies wurde als Mittel gesehen, die Öffentlichkeit davon abzulenken, da sie für offizielle E-Mails einen privaten Server nutzte. Wir sehen also, dass Hillary Clinton einen Plan zugestimmt hat, um 2016 einen Skandal um Donald Trump zu schüren. Herr Kongressabgeordneter, wir sprechen jetzt seit 3,5 Jahren über die russische Täuschung und jetzt erfahren wir, dass das alles die Idee von Hillary Clinton war. Was können Sie uns darüber sagen? Nun, als Direktor Ratcliffe dies bekannt gab, wollten die Kongressführer sofort eine Sondersitzung abhalten, da niemand im Kongress, weder das Repräsentantenhaus noch der Senat, diese Informationen jemals gesehen hatte, obwohl wir all die Jahre damit verbracht hatten, Nachforschungen anzustellen. Gehen wir das nun durch und denken Sie daran, dass ich hier vorsichtig sein muss, denn einiges davon ist immer noch geheim. Aber lassen Sie uns darüber sprechen, was in Ratcliffes Brief steht. Zuerst sehen wir nun, dass im Juli 2016 der russische Geheimdienst in Erfahrung gebracht hat, dass die Kampagne von Hillary Clinton eine falsche Erzählung über Trump und eine Kollaboration mit Russland schaffen wollte. Nun erfahren wir, dass am 26. Juli der CIA-Direktor, das geht aus seinen eigenen Notizen hervor, den Präsidenten Obama darüber informiert hat. Noch an diesem Mittwoch wurde Comey eine Frage zu diesem Verweis gestellt, über den Sie gerade im September gesprochen haben. Und er sagte, ich erinnere mich nicht. Aber ich habe jetzt den zugrunde liegenden Beweis gesehen. Aus Ratcliffes Brief geht hervor, dass dieser Verweis der CIA an das FBI, an Peter Strzok und an Comey geschickt wurde. Erinnern wir uns nun an Peter Strzok, der an der Crossfire-Hurricane-Ermittlung beteiligt war und am Müller-Bericht. Und nicht ein einziges Mal tauchte diese Nachricht irgendwo auf, in keiner dieser Ermittlungen, weder beim Kongress noch im Senat. Was wir also nun von all dem wissen, und ich weiß jetzt alles, was in dieser Woche vor sich geht, das ist die Riesenschlagzeile, über die noch nicht berichtet wurde. Wir stellen fest, dass es keine Absprachen zwischen Trump und Russland gab, dass dies von Hillary Clinton in einer Kampagne im Juli 2016 erfunden wurde, dass der CIA-Direktor John Brennan, dass der FBI-Direktor Comey und der Präsident der Vereinigten Staaten Barack Obama alle darüber Bescheid wussten und dass nie dem Kongress berichtet wurde. Und wir haben 2 Jahre im Kongress und die ganze Zeit davor vergeudet, diese Informationen zu bekommen, haben all diese Fragen gestellt. Es stellt sich also eine andere Frage. Wer hat diese Information zurückgehalten? Anerkennung gebührt Direktor Ratcliffe für die Transparenz, es dem Repräsentantenhaus und dem Senat nun weiterzugeben. Jedes Kongressmitglied sollte die zugrunde liegenden Informationen dahinter lesen. Das ist wirklich der Wahnsinn, auf was wir hier so viel Zeit verschwendet haben und dass dies in Wahrheit von Hillary Clinton erfunden wurde. Präsident Obama wusste es, John Brennan wusste es und Comey wusste es. Und sie gaben diese Informationen nie an die amerikanische Öffentlichkeit weiter, ließen es weder den Kongress noch den Senat wissen. Das ist eine Schande. Über 3,5 Jahre war das ganze Land in Aufruhr wegen dieses Narrativs, dass Präsident Trump mit Russland konspiriert hat. Während dieser ganzen Zeit erwähnte niemand die Information, dass sie tatsächlich wussten, dass Hillary Clinton dahinter steckte. Genauso wie sie das Pfizer-Gericht belogen haben und dies dem Pfizer-Gericht nie gesagt haben, dass Hillary Clinton und ihre Kampagne und die DNC tatsächlich für das Dossier bezahlt haben. Und erinnern Sie sich hier an das Datum, Juli 2016, während der Kampagne, mit der Sie beginnen, diese Erzählung zu erschaffen. Der Präsident Obama wurde im Juli vom CIA-Direktor unterrichtet. Das geht aus den Anmerkungen, die Ratcliffe vorlegte, hervor. Es wurde ein Memo an Comey und an Peter Strzok geschickt, der Beteiligte an der Crossfire-Hurricane-Ermittlung und am Müller-Bericht war. Und nie wurden diese Informationen jemals bekannt.
Das ist genau das, wovor ich schon die ganze Zeit gewarnt habe. Erinnern Sie sich, dass wir darüber in ein Bekenntnis zu Amerika gesprochen haben, dass die Demokraten diese Nation zerschlagen wollen? Das hier beweist es. Es gibt einen besseren Weg, um vorwärts zu gehen, um Amerika wieder aufzubauen und zu erneuern. Ja, und lassen Sie mich das noch sagen, bevor Sie gehen. Die CIA-Direktorin Gina Haspel hat offenbar die Freigabe des Berichts blockiert. Viele Quellen haben mir gesagt, dass sie die CIA nicht ins Rampenlicht rücken will. Was können Sie uns dazu sagen? Denn soviel ich weiß, ist dies nur ein kleiner Teil dessen, was John Ratcliffe zur Deklassifizierung anstoßen wollte. Da ist mehr. Wird noch mehr kommen? Nun, da sollte noch mehr kommen. Wissen Sie, dass die Personen, die nicht wollen, dass dies herauskommt, wahrscheinlich Hillary Clinton und Adam Schiff sind. Denn durch was haben sie dieses Amerika geführt? Wie wir jetzt herausfanden, wurde die Geschichte von Hillary Clintons Kampagne erschaffen und von Adam Schiff vorangetrieben. Obwohl zugrunde liegende Fakten beweisen, dass der Präsident Obama davon wusste, dass die CIA es wusste und dass der FBI es wusste und sie diese Information dem Repräsentantenhaus in dem Senat vorenthielten. Niemand im Kongress hat diese Informationen jemals gesehen. Dies ist die größte Neuigkeit im Zusammenhang mit allem, was gerade passiert, dass die Öffentlichkeit davon noch nichts erfahren hat. Und das sollte jedes Mitglied des Kongresses dazu bringen, sich die zugrunde liegenden Informationen zu holen, die John Ratcliffe gerade der Welt transparent gemacht hat. Und übrigens, es sollte jeden Amerikaner empören, denn unsere Rechte und Freiheiten sind mit Füßen getreten worden. Herr Kongressabgeordneter, wir werden dies weiter verfolgen, so wie wir es vom ersten Tag an getan haben. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind und dass Sie ein Schlaglicht auf das werfen, was wir in dieser Woche erfahren haben. Vielen Dank.